Das Zentrum Panchen Losang Chogyen befindet sich im 9. Bezirk in der Servitengasse 15 in Wien. Und der Name Panchen Losang Chogyen ist der Name vom ersten Panchen Lama, der ein ganz berühmter Lehrer zu seiner Zeit war und von dem ganz viele Texte, tibetische Texte stammen. Das Zentrum gehört zu dem tibetischen Buddhismus und wir praktizieren in der Gelug-Tradition. Das ist eine der 4 bzw. 5 tibetischen Traditionen und der bekannteste Vertreter ist seine Heiligkeit der Dalai Lama. Das Zentrum ist eigentlich schon entstanden 1983, eigentlich sogar 1982. Da bin ich nämlich nach Kopan gekommen, unserem Stammkloster in Nepal. Und dort habe ich dann angefangen zu meditieren, zu studieren in der tibetischen Tradition. Und dann bin ich zurückgekommen. Und da gab es nichts. Ja, schon vor allem in unserer Tradition, in der Gelugpa-Tradition, gab es nichts in Wien. Und nach ungefähr 1,5, 2 Jahren bin ich wieder nach Kopan gefahren und da hat dann Lama Zopa Rinpoche mir gesagt, meditate with your friends. Ja, und meine Freunde waren nicht so ganz begeistert, mit mir zu meditieren. Darauf habe ich angefangen, Lehrer und Lehrerinnen einzuladen. Sylvia Wetzel zum Beispiel, John Landau, Anne McNeil. Und die sind dann hergekommen. Ich habe das dann organisiert. Und die Leute, die dann gekommen sind, die wurden dann meine Freunde. Und so sind wir einfach gewachsen und ich habe mehr und mehr Lehrer und Lehrerinnen eingeladen und mit der Zeit war es dann einfach zu eng. Wir haben in der Trikongompa am Fleischmarkt haben wir uns eingemietet und da waren auch andere Gruppen, das heißt, wir haben nicht immer die Räume gekriegt, das hieß zum Schluss aber dann schon bei mir im Wohnzimmer meditiert. Und so haben wir dann gesucht, Räume, die uns gehören, die groß sind. Also wir wollten auch 2 Stockwerke, einen Meditationsraum und einen Aufenthaltsraum, also dass das getrennt ist. Also etwas Großes und auch, dass die Tibeter und die Tibeterinnen einen spirituellen Raum für sich haben, wo sie praktizieren können, ja, in ihrer Tradition. Nachdem ich mich jahrelang mit Philosophie beschäftigt habe, bin ich beim Buddhismus gelandet. Und es ist eine Vielfalt, die auf mich da eingeströmt ist. Und da habe ich einmal gesucht. Und am Ende waren es Vorträge gerade hier vom BLC, wo ich dann das System kennengelernt habe. Die Lehrer, mit denen ich zu tun hatte, die lehren in einer Tradition seit 10, 50 und wenn man die Lehre nimmt, 100 und bis zu 1000 Jahren. Und das hat mich so fasziniert, dass ich eigentlich gesagt habe, da bleibe ich und da lasse ich mich belehren und fühle mich wohl. In unserer Tradition und auch in unserem Zentrum setzen wir sehr auf die 3 Weisheiten. Die eine Weisheit ist die Weisheit des Hörens, des Studiums. Die andere Weisheit ist die Weisheit der Analyse, der Kontemplation. Und die dritte Form der Weisheit ist die der Meditation. Und genau das führen wir auch in unserem Zentrum durch. Diese 3 Weisheiten werden gefördert. Und daher gibt es auch Meditationen von Montag bis Freitag, immer am Abend. Und diese Meditationen umfassen Themen wie Gewahrsein, umfassen Themen wie Meditation und der Erleuchtungsgeist, Bodhicitta genannt, oder auch Lamrim-Meditationen. Das Sanskritwort Puja heißt übersetzt Verehrung, Ehrerbietung. Und es ist eine Zeremonie, eine buddhistische Zeremonie, eine buddhistische Praxis, die wir einmal in der Woche regelmäßig hier durchführen. Das heißt, wir rezitieren gemeinsam Gebete, wir singen Mantras, wir meditieren, wir visualisieren, abwechselnd zu Tara, zu Chenresig, zu unserem Lehrer, zu unserem Guru oder zum Medizinbuddha.
Ziel dabei ist es, nicht nur für uns selber Verdienste anzusammeln, Krankheiten und ihre Ursachen zu beseitigen, äußere und innere Hindernisse zu bereinigen, sondern wir widmen diese Praxis allen Lebewesen, um das Glück und das Wohlergehen aller Lebewesen zu bewirken. Die Praktiken und die Meditationen sind sehr vielfältig bei uns. Und wir haben so ein Programm natürlich von Anfänger und Anfängerinnen bis sehr Fortgeschrittene. Bei den Anfängern und Anfängerinnen gibt es Kurse, die nennen sich Buddhismus kurz und bündig, die sind an 3-4 Abende. Dann gibt es diesen 2-jährigen Lehrgang, Buddhismus entdecken. Und dieser Lehrgang, der so die Basis eigentlich ist von dem Zentrum und von allen Zentren, dieser Lehrgang umfasst 13 Module, wo bestimmte Themen gemäß dem Lamrim, diesem Stufenweg, erklärt werden. Ja? Und es beginnt mit, wie funktioniert mein Bewusstsein? Das ist mein Werkzeug eigentlich, ja, mit dem ich meditiere. Also es ist wichtig zu wissen, welches Werkzeug habe ich, wie funktioniert das Werkzeug. Ja? Der nächste Punkt ist dann, wie meditiere ich, also wie gehe ich mit diesem Werkzeug um. Ja? Dann gibt es Thema zu Karma, Thema zu Tod, Thema zu Mitgefühl, zu Weisheit. Also das sind 13 Module und jedes Modul umfasst so 6, 7 Abende, damit man in diesen 6, 7 Wochen sich mit einem Thema vertiefen kann. Und es ist mir auch sehr wichtig, dass das und dem ganzen Lehrgang eigentlich, so ist er jetzt auch aufgebaut worden, dieser Lehrgang, dass man das in den Alltag hineinbringt. Ich gebe Hausübungen vor und die Leute praktizieren dann zu Hause, um das, was sie am Dienstagabend gehört haben, dann während der Woche umzusetzen, ausprobieren zu können, Erfahrungen zu machen und dann auch mit den anderen sich austauschen zu können. Also es ist sehr praxisorientiert und es ist so eine Verbindung von Herz und Geist. Und das für mich Interessante an diesem Lehrgang ist, dass er eigentlich entwickelt wurde in den 80er Jahren von Westlern und Westlerinnen. Die haben den Auftrag bekommen von Lama Zopa Rinpoche, macht einen Lehrgang für Westler. Ihr seid Westler und Westlerinnen, ihr unterrichtet schon seit 20 Jahren, macht einen Lehrgang gemäß dem Lamrim von Westler für Westler. Lama Zopa Rinpoche hat das dann durchgeschaut, hat Ergänzungen gegeben, also es ist unter seiner Führung entstanden, ja, und auch kontrolliert worden, aber es haben Westler und Westlerinnen entwickelt. Daher ist es wirklich für unseren Geist, wie wir, könnte man sagen, ticken, entwickelt worden. Ja, ich habe vor 10 Jahren den Buddhismus-Entdecken-Kurs bei der Andrea Husnick gemacht und seither war ich immer wieder bei Meditationen, Retreats und Vorträgen im Zentrum. Und mich haben die Meditationen besonders angesprochen. Ich habe dann auch meiner Tochter Mathilda von der Möglichkeit erzählt, ob sie online teilnehmen möchte. Und ja, seither ist das unser gemeinsames Ritual geworden, was sehr schön ist. Ich habe vor vielen Jahren die Andrea Husnick bei einem Vortrag kennengelernt. Dann hat es ein bisschen gedauert und dann bin ich hier gelandet beim Buddhismus Entdecken und so Schritt für Schritt eigentlich reingewachsen in das Zentrum und durfte auch Aufgaben übernehmen. Und für mich war das immer schon wichtig, wie ich im Leben ein besserer Mensch sein kann und wie ich gut und achtsam durch das Leben gehen kann und auch Gutes für andere Menschen tun kann. Und da war für mich eigentlich die logische Folge, musste ich hier landen im Buddhismus. Und es ist für mich sehr wichtig, eine Sangha zu haben und gemeinsam unterwegs auch zu sein auf diesem Weg. Und so bin ich da. Etwas Spezielles in unserer Gruppe ist, dass wir versuchen und das haben wir von Anfang an gemacht, eine Vielzahl von Lehrern und Lehrerinnen einzuladen. Das sind Westler und Westlerinnen, das sind Tibeter, Tibeterinnen, das sind Männer und Frauen, das sind Ordinierte, das sind Laien. Und warum?
Wir haben uns überlegt, dass Menschen sind unterschiedlich. Menschen werden durch unterschiedliche Menschen inspiriert. Manche finden leicht einen Zugang zum Buddhismus durch Tibeter, und Tibeterinnen, manche haben eher einen Zugang durch Westlerinnen. Und darum haben wir wirklich eine Vielzahl von Lehrern und Lehrerinnen, die qualifiziert sind, die mehrjährige, eigentlich jahrzehntelanges Studium hinter sich haben. Und die laden wir auch ganz gezielt ein. Ja, wir sind extrem glücklich, dass Geshe Kelsang Wangmo für uns übersetzt und auch für uns unterrichtet. Man muss sich vorstellen, sie kommt aus unserer Tradition, aus unserer Kultur, sie spricht unsere Sprache und hat aber gleichzeitig als Nonne ein komplettes Studienprogramm auf der Klosteruniversität absolviert. Und wenn jemand wie sie dann für uns unterrichtet, dann ja, besser geht's gar nicht. Dass Liebe und Mitgefühl Sinn machen, dass sie natürlich die Ursache für unser eigenes Wohlergehen sind, wie seine Heiligkeit oft sagt. Mitgefühl scheint eigentlich der anderen Person zu helfen. Aber hauptsächlich hilft es uns selber. Die andere Person weiß vielleicht noch nicht mehr, dass wir Mitgefühl für sie haben. Ja? Das weiß das gar nicht, kriegt das gar nicht mit. Kriegt das gar nicht mit, dass wir uns für diese Person einsetzen. Und darum geht es ja. Für mich ist es außerordentlich kostbar, dass das Zentrum sehr viel online anbietet. Und ich kann sowohl bei den Belehrungen als auch online bei den Meditationen dabei sein. Und ich denke, das ist ein sehr guter Fortschritt, dass man jetzt auch an jene denkt, die nicht in der Nähe eines Zentrums wohnen, dass die auch aktiv am Buddhismus teilhaben können. Ich habe jetzt immer von den Menschen gesprochen, aber die Tiere sind bei uns genauso wichtig. Tiere sind Lebewesen, Tiere haben das Potenzial, die Buddhaschaft zu erlangen. Und Lama Zopa Rinpoche sagt immer, wenn wir einen Floh retten, man könnte sagen auch eine Wespe, also wenn wir einen Floh oder eine Wespe retten, dann machen wir die Tätigkeit eines Buddhas. Das heißt, wir haben auch Veranstaltungen für Tiere. Ja, es gibt zum Beispiel die Veranstaltung der Tiersegnung. Wenn ein Tier sehr krank schon ist, dann machen wir eine Tiersegnung. Also ich meditiere ab und zu mit meinem Hund, hinsetzen und zur Ruhe kommen, die Augen schließen und an das Jetzt denken. Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl zu meditieren. Lama Yeshe. Lama Yeshe war so mein erster Lehrer. Lama Yeshe und Lama Zopa Rinpoche. Und Lama Thubten Yeshe, ich erinnere mich, die erste Begegnung, die ich so wirklich so eine persönliche Begegnung mit ihm auch hatte, das war 1982 in Kopan. Da gab es noch einen Teich mit einer schönen Tara-Statue. Das ist eine weibliche Buddha-Manifestation. Und da war ein fürchterlicher Wind. Und ich erinnere mich, ich wollte unbedingt Kerzen dort anzünden, der Tara Kerzen offerieren. Und dann habe ich gesehen, er geht vorbei. Und dann habe ich gedacht, dann will ich unbedingt 2 Kerzen machen, vielleicht sogar 3 Kerzen machen. Ja? Und der Wind war fürchterlich, der hat alles immer ausgeblasen. Und er kommt dann noch einmal vorbei und stellt sich zu mir hin und sagt, it's good enough. Es ist gut genug. Und das hat mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Ich war ja damals noch recht jung, hat mich mein ganzes Leben begleitet und eigentlich auch meine Praxis. Ich mache es so gut ich es kann. Und ich glaube, mit dem ich mache es so gut es kann, habe ich auch noch immer diese Freude dran. Und so einen frischen Geist, weil ich mache so gut ich es kann.